Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Cuba. Heute mal wieder mit einem Kochvideo und ich bin nicht allein. Mein Vater ist hier und ja, wir machen heute Empanadas, kubanische Empanadas. Hier haben wir jetzt die Zutaten: Hackfleisch, Mehl, Zucker, Milch, Öl, Schweineschmalz, Zwiebeln, Knoblauch und Hefe. Dieses Rezept ist kubanisch frei sozusagen. Kubanisch heißen, jeder hat ja so ein bisschen sein eigenes Rezept. Heute machen wir das Rezept meines Vaters. Dabei versuchen wir mehrere Versionen. Also heißen, wir haben einmal Hackfleisch, wir haben aber auch noch Guavenpaste. Das versuchen wir auch. Und normalerweise wird es frittiert. Wir werden es jetzt einmal sozusagen frittieren, einmal im Ofen probieren und einmal in der Heißluftfritteuse. Also 3 verschiedene Varianten mit 2 verschiedenen Füllungen. Wir probieren es aus. Als ersten Schritt 1 Kilo Mehl in eine Schüssel geben. Wir erhitzen etwas Milch. Dann haben wir hier 250 Gramm Schmalz. Davon nehmen wir aber nur 1/4. Ihr habt ja gemerkt, Hackfleisch, Schmalz ist jetzt nicht unbedingt der vegane Weg, aber natürlich gibt es auch für dieses Rezept eine Veganisierung, die natürlich möglich ist. Ne? Also auch hier gibt es ja entsprechende Ersatzprodukte, die auf pflanzlicher Basis beruhen. Und statt dem Hackfleisch, da gibt es ja schon seit jeher entsprechende Ersatzprodukte. Also auch hier könnt ihr natürlich entsprechend austauschen. Wir halten uns allerdings heute an das Originalrezept. Also hiervon 1/4. So, was wir jetzt schon dazu geben, ist die Hefe. Da wir relativ viel Mehl haben, und hier also die ganze Tüte rein. So, was jetzt dazu kommt, ist das Schmalz, und das geben wir in kleineren Stücken dazu. Damit löst sich das dann besser im Mehl, also im Teig. So, als nächstes kommt dann die warme Milch Kelle für Kelle dazu. Dadurch, dass es natürlich noch warm ist, benutzen wir jetzt hier nicht die Hand direkt zum Kneten, sondern entsprechend ein Küchenarbeitsgerät. So, jetzt sind wir mit den Händen dabei und jetzt wird der ganze Teig ordentlich durchgeknetet. Von den Mengenangaben, wie gesagt, 1 Kilo Mehl, 1 Liter Milch, aber da müsst ihr mal schauen, je nachdem wie die Konsistenz für euch in Ordnung ist. So, als nächstes geben wir 2 bis 3 Teelöffel Salz hinzu und 1 bis 2 Teelöffel Zucker. Ja, mit einer Küchenmaschine geht das Kneten natürlich weitaus schneller und einfacher, aber in einer kubanischen Küche gibt es in der Regel auch keine Küchenmaschine. Von daher, hier wird alles mit der Hand gemacht und das Kneten dauert. So, der Teig ist jetzt soweit erstmal fertig geknetet. Gefühlt 5 Stunden, war wahrscheinlich weniger. Aber ja, jetzt geben wir ihm noch ein bisschen Zeit zum Ruhen. Ich sag mal zwischen halbe Stunde, 1 Stunde, so in etwa. So, und in der Zwischenzeit, wie der Teig ruht, können wir schon mal die Füllung vorbereiten. Also in unserem Fall das Hackfleisch. Wir fangen an mit den Zwiebeln. So, und nach den Zwiebeln, wir haben jetzt in unserem Fall rote genommen, man kann auch weiße nehmen, aber wir präferieren die roten. Haben wir noch den Knoblauch, der kommt dann auch noch klein geschnitten. Voila! So, das Ganze kommt jetzt in die Pfanne und ganz wichtig ist halt, dass die Füllung halt nicht zu flüssig ist. Also da müssen wir schauen, dass alles gut runter reduziert wird, wenn wir dann halt mit der Tomatensauce arbeiten. So, für die Soße, Füllung besser gesagt, brauchen wir jetzt erstmal etwas Öl in der Pfanne. Und dann geben wir jetzt mal die Zwiebeln und den Knoblauch. Knoblauch macht man eigentlich mal ein bisschen erst später rein, aber wir machen es jetzt zusammen. So, dann geben wir jetzt das Hackfleisch dazu. War ein bisschen viel.
Da man von Knoblauch nie genug haben kann, gebe ich noch ein bisschen Knoblauchpulver dazu. Aber auch noch etwas Pfeffer. Und Paprikapulver. Ich gebe noch etwas Gemüsebrühe hinzu. Normalerweise löst man das ja im Wasser ein, aber wir haben ja noch den Fleischsaft und wir wollen es ja möglichst trocken haben. Deswegen gebe ich nur ein bisschen Gemüsebrühe hinzu und dadurch ja, sparen wir uns auch das Salzen. Wer natürlich mehr Salz braucht, muss man halt abschmecken. Zu guter Letzt kommt jetzt entsprechend Tomatenmark dazu, je nachdem ja, vom Geschmack her, wie ihr es mögt und auch die Färbung. Normalerweise würde noch Kreuzkümmel rankommen, haben wir leider nicht mehr zu Hause. Deswegen geht es heute mal ohne. So, die Masse lassen wir jetzt erstmal köcheln. Dafür ja, stellen wir den Herd auf halbe Stufe ungefähr, halbe Kraft und lassen das Ganze einfach mal so 5 bis 10 Minuten lang noch köcheln. Dann kommt es runter und dann lassen wir es abkühlen. So, und hier haben wir jetzt den Teig. Ist ein bisschen aufgegangen. Sehr gut. So, wenn die Masse dann entsprechend ja, dünn gewälzt ist, dann kommt die Füllung rein. Ihr merkt schon, das wären große Empanadas. So. Das wäre die erste. Und wie gesagt, wir probieren es jetzt aus mit einmal Ofen, einmal in der Fritteuse, also Heißluftfritteuse und einmal in der Pfanne. So, die ersten sind soweit vorbereitet. Einmal haben wir hier die Füllung mit Hackfleisch und einmal hier mit Guave. Hier wird noch ordentlich geknetet. Von daher, wir haben auf jeden Fall ordentlich ja, noch in Hinterhand. Und wir versuchen jetzt mal die erste Fuhre hier ja, in der Heißluftfritteuse zu machen. So, wir haben jetzt erstmal 200 Grad, 10 Minuten. Mal schauen, wie es danach aussieht. So, und eine Fuhre machen wir jetzt hier in den Ofen rein. Den Rest, den frittieren wir normal, weil das ist halt die eigentliche Art, wie man halt Empanadas ja, fertig macht. Der Moment der Wahrheit. Ja, hat auf jeden Fall ausgereicht. Sieht zumindest danach aus. Ja, also 200 Grad, 10 Minuten, dann passt das. So, hier haben wir jetzt die erste Ladung fertig. Die beiden sind aus der Heißluftfritteuse und hier dann quasi aus dem Ofen. Hier haben wir Guave drin, Hackfleisch, 2-mal Guave, 3-mal Hackfleisch. Was ich jetzt schon sagen kann ist, aus der Fritteuse das Ganze war relativ hart, aber jetzt mit der Zeit wird es ein bisschen weicher, das ist schon ganz gut. Ofen genauso. Habe ich jetzt auch hier entsprechend bei 200 Grad 10 Minuten im Ofen gelassen und jetzt gucken wir mal, wie das Ganze schmeckt. So, okay, also hier haben wir sie. Und was möchtest du zuerst probieren? Ja, ich will nicht so Guave. Guave aus dem Ofen. Ja, reicht ja 1 zum Testen. Wie ist es? Ist okay, kann ich mal? Ja, also die Guave ist natürlich schön. Der Teig sieht gut aus, sehr weich. Gar nicht mal so schlecht.
Die Guava hat natürlich auch so ihre Feuchtigkeit, weswegen der Teig jetzt gar nicht so trocken wirkt. Ist tatsächlich sehr gut. Also hier würde jetzt primär erstmal nicht das Öl fehlen vom Frittieren, aber mit ist natürlich besser. Aber so ist es auf jeden Fall gut zu machen. Der Vergleich, hier haben wir jetzt aus der Heißluftfritteuse ein bisschen härter. Die geht schon mehr in Richtung Brot. Auch in Ordnung, aber hier haben wir eher ein Brot. Probieren wir. Ist gut, aber kommt so mehr auf Brot, Brötchen so ungefähr. Ich denke auch. Na gut, also kann man auf jeden Fall auch machen. Da muss man vielleicht ein bisschen mit den Temperaturen spielen. Dann geht das auch. So, dann haben wir hier aus dem Ofen gefüllt mit Hackfleisch. So ein bisschen aufpassen, dass es nicht rausspritzt. Probieren wir mal. Und zwar jetzt noch sehr viel Teig. Aber ist noch sehr heiß. Ja. Ich muss sagen, mit Guave hat mir besser geschmeckt. Weil hier noch das schmeckt irgendwie mehr nach Brot. Also hier kommt der Teig noch mehr hervor als bei der Guave. Bei der Guave ist halt die Süße. Das übertönt noch einiges. Hier haben wir mit dem Hackfleisch eher eine Basisnote, aber durch den Teig, der ist halt sehr kräftig, den schmeckt man halt wie ein Brot. Und das merkt man hier bei dem jetzt mit Hackfleisch mehr, finde ich. So, genau so. Ja. Ich denke mal, das wird dann hier bei der Heißluftfritteuse ähnlich sein. Von daher ersparen wir uns das mal. Wobei hier ist schon ein bisschen was rausgetreten. Okay, wir haben ja noch weitere Personen hier, die können auch entsprechend verköstigen. Das machen wir aber im Hintergrund. So, von daher, das waren erstmal die beiden Varianten aus dem Ofen und der Heißluftfritteuse. Und jetzt machen wir uns weiter ran am Frittieren und ja, so wie es dann eigentlich auch dann fortgesetzt wird mit der Masse und der Füllung. Also Empanadas frittiert man. Aber ist auf jeden Fall eine Alternative, gerade wenn es eher in Richtung der süßen Note geht, kann man machen. So, jetzt wird hier ordentlich frittiert. Und ja, mal sehen, wie das dann ist. Ja, ein paar sind schon fertig. Mal gucken, wie sie munden. So, und hier haben wir nun die Empanadas frittiert. Und genau. So, einfach mal testen. Ja, jetzt auch wieder eines mit Guayaba erwischt. Jetzt mal probieren. Klar, ist weniger trocken. Einfach auch ja, wegen dem Öl aus der Pfanne. Also schmeckt man schon, aber schon ganz gut. Ja, schmeckt. Ich muss allerdings sagen, jetzt mit Guayaba fand ich aus dem Ofen besser. Ja, aber ich meine, aber diese Braten, ja, eigentlich, ich finde besser so. Ja, weil da hat ein bisschen mehr Fett, also von dem Öl. Mehr Ja. Geschmack. Und dieser Geschmack ist anders, ganz anders. Ist ein anderer Geschmack, ganz genau. Ja. Ne? Aber genau, Geschmäcker sind ja auch verschieden. Mir persönlich hat es aus dem Ofen besser geschmeckt, also mit Guayaba. Ich denke mal, aber jetzt mit Hackfleisch wird mir diese Variante besser schmecken. Von daher probieren wir mal. Wir haben jetzt eine, denke ich mal, mit Hackfleisch.
Oh ja. Also diese Variante, ja, ist dann quasi mit Hackfleisch gefüllt. Ist auf jeden Fall saftiger und ich sag mal, diese süße Note bei der Guayave, übertüncht so ein bisschen dieses Trockene, beziehungsweise gerade aus dem Ofen hat es mehr was wie ein Brötchen mit Marmelade, mehr oder weniger. Aber das hier, ja, das sind Empanadas. Was Gut. sagst du? Sehr gut. Gut, ne? So schmeckt mir besser als im Ofen oder im Frühstück. Ja. So ist einwandfrei. Ja, sind perfekt gelungen. Macht es gerne zu Hause nach. Ich überlege nochmal ein Video zu machen mit rein veganen Zutaten, also Milchersatz, Hackfleischersatz und Schmalzersatz, dass man da dann auch mal schaut, ja, ob das vielleicht auch ganz gut funktioniert. Ich denke mal schon. So, von daher, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Hat aber auch echt lange gedauert. Ne? Also wir haben ja, gut 3 Stunden investiert für das Ganze und sind tatsächlich immer noch nicht fertig, weil wir haben so viel Teig. Das reicht auf jeden Fall für ja, mehrere Tage. Ne? Also da dann ruhig runterskalieren, wenn ihr das nachmachen wollt. Das reicht auf jeden Fall für eine gute Ladung. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst das mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ja, schreibt mir gerne, inwiefern ihr das Rezept nachgemacht habt oder vielleicht auch ein anderes Rezept dazu habt. Ja, schaut auch gerne in die anderen Videos rein von mir. Danke fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Video. Bis dahin, saludos. Ciao. Ciao.